Hallo zusammen, ihr Lieben. Schauen wir mal heute wieder mit dem Nichts sehen, nichts sagen, nichts hören Orakel, welche Botschaft jetzt ganz wichtig ist für den Februar für uns. Ihr habt ja am Anfang der nichts sagen möchte. In der Mitte haben wir den, der nichts hören möchte. Und wir haben am Ende den, der nichts sehen möchte. Und wir schauen nach einer ganz wichtigen Botschaft für diesen Monat, die hinter einer Figur hier versteckt sein kann für uns. Zugleich gebe ich euch mit, dass ich ein paar Änderungen auf meinem Kanal mache, auf beiden. Ich weiß noch nicht so ganz, in welche Richtung diese Änderungen sein werden, aber es hat ein bisschen was mit Ausprobieren zu tun. Deshalb seht es mir nach, wenn es jetzt nicht den Monat so läuft wie sonst. Und jetzt gucken wir mal, das habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gemacht mit diesen 3 Figuren. Und ich dachte, es wäre mal wieder an der Zeit, das auszuprobieren. Oder halt eben wieder mal zu machen. So. Dann nehmen wir noch eine von den Lennys und dann dürft ihr auswählen. Ich nehme die goldene Mitte. Der nichts mehr hören möchte. Hier haben wir den, der nichts sagt. Ich lasse es euch mal noch mal so stehen. Also, welche Botschaft verbirgt sich jetzt? Ich fange mit dem an, der nichts mehr hören möchte. Hinter diesem Buddha. Ja, wir haben hier die weiße Feder. Es geht um das Thema Einfachheit. Ich lege die Karten erstmal hin. Wir haben die Hummel, das Thema Entfaltung. Das Eisenkraut, das hier Seelenwünsche erfüllt. Den Engel der kindlichen Freude und guckt euch das mal an. Wir haben einen schicksalshaften Prozess, der hier sehr viel Energien wendet. Eine Energie, die lange drückend war. Mit der Sonne haben wir immer das Ja und das Go. Wird erleichtert. Es geht sehr viel darum, sich einen Weg zu suchen, die eigene Seele glücklich zu machen in seinem Tun. Und das hat hier wohl sehr viel mit dem Thema Einfachheit zu tun. Erleichterung. Ich finde hier in diesem Fall das Thema auch für mich ziemlich passend, denn es geht einfach darum, dass etwas mehr Klarheit benötigt, dass man sich irgendeinem Übel entledigt, dass man sich befreit, dass man sich nur um die Dinge kümmert, die einen selber betreffen. Es geht darum, sich zu lösen, im Innern wie im Außen, von Dingen, die man nicht braucht oder die Erschwernisse mitbringen. Es geht ja auch darum, zum Beispiel mal wieder großzügig zu entrümpeln. Habe ich mir vorgenommen. Und dass die Energie einfach freier fließen kann und dass man in einer einfachen Klarheit seinen Alltag bewerkstelligen kann. Also es geht nicht um das Vollgestopftsein mit vielen verschiedenen Dingen, sondern es geht darum, dass man so ein wenig ausmistet und dann einfach bemerkt, wie das Aufatmen mitkommt. Da gehören auch Verpflichtungen dazu, die man sich aufhalst, Gegenstände, Tätigkeiten. Also es geht darum, sich Platz zu verschaffen und das umzusetzen, wo die wirkliche klare Vision hingeht. Das kann auch schon ein Prozess sein, bei dem man sich sehr erleichtert, wo die Sorgen auch schwinden. Ne? Wir haben den Engel der kindlichen Freude. Da geht es darum, dass man die Dinge anguckt,
wie wenn man sie das erste Mal sieht und nicht durch diese ganzen vollgestopften Sachen, kannst du das gar nicht so richtig betrachten, ne? Weil es das Bild verklärt. Es geht auch darum, dass man eben Lösungen findet, die vielleicht auch in der Einfachheit zu sehen sind, die im Moment verstopft sind mit Sorgen oder überdeckt mit Sorgen. Und wo man eben diesen Blickwinkel des Kindes einnimmt, das eben neugierig ist und staunt und erlebt auch, das bunt ist, das Vielfalt erkennt, obwohl es vielleicht ein reduziertes Dasein ist. Und es geht auch darum, dass sich etwas nicht erst wandeln muss, bevor man es in Angriff nehmen kann. Die Freude ist eine Gegebenheit, die vorhanden ist, die muss man sich nicht erarbeiten. Und es geht hier tatsächlich mit der Einfachheit auch darum, unbeschwerter zu sein, leichter, energiegeladener, nicht voller Sorgen und dass man die Dinge einfach auch spielerisch anpacken kann. Die Hummel bringt hier tatsächlich auch eine ganz andere Bewegung mit, eine andere Schwingung, Veränderungen, Energie, die belebt, Erfahrungen, die einen regen Austausch von guter Energie auch mitbringen. Und es geht ja darum, dass man auch dieses Sprichwort hat, zum Beispiel, du hast Hummeln im Hintern. Man möchte weiterkommen, den Weg weitergehen, aber es geht nicht richtig vorwärts. Und deshalb steht hier ein Weg an, wo man sich reduziert, minimalistischer wird und auch den Alltag so gestaltet, dass man eben nicht überall sein muss und alles regeln muss. Denn die Hummel, die kommt, um zu zeigen, dass man auch loslassen darf und mit weniger Mitteln einen klareren Blick kriegt. Hier geht es auch ein bisschen um das Aufsuchen von Gesprächen mit der Umgebung, wo man wieder eine Botschaft kriegt, obwohl man sich hier die Ohren zuhält. Man sucht sich ja auch immer raus, mit wem man sich austauscht. Und es sollte hier ein fruchtbarer Austausch sein, ne? Nicht etwas, was dich ermüdet oder jemanden, dem du vertraust, den du gerne magst. Da kann irgendwo eine versteckte Nachricht herkommen, die dir hier sehr hilft. Und es geht wirklich darum, nennen wir es Frühjahrsputz, ne? Zu machen, im Innen, im Außen und ganz nebenbei wieder das Entstehen vieler guter Früchte auf den Weg zu bringen, das hier auch unseren Seelenwünschen entspricht, mit einer kindlichen, leichten Energie. Das Kreuz und die Sonne gefällt mir hier wirklich am besten, denn es ist wirklich eine Erleichterung, eine Lebensphase, die wieder neue Energie auch reinbringt und wo man einfach nicht so zugemüllt ist von irgendetwas oder der eigenen Lebenssituation. Wunderbar. Dann nehmen wir den, der nichts mehr sehen will. Und ihr habt auch schon mal ganz tolle Sachen. Ihr habt hier die Fülle. Ihr habt die Initiation. Eure Herzenswünsche. Genesung auf der Herzensebene. Ihr habt den Engel des Heiligen Geistes. Und ihr habt den Anker. Hier kann es zunächst mal um alle Themen gehen, die mit Stabilität zu tun haben, die mit dem Thema, ich habe mir was erarbeitet, zu tun haben, das mir jetzt Fülle mitbringt. Es kann auch sein, dass sich so ein anderes Gleichgewicht jetzt ins Leben einschleicht oder das Thema Arbeit eins werden kann. Und mit der Fülle ist es so, dass man sich auch an Dingen erfreut, die man jetzt erarbeitet hat. Also sprichwörtlich auch die Früchte der Arbeit erntet. Die Dinge fangen an aufzublühen. Wir haben hier ja auch die Wildblumen, die Wiese, ne? Und es geht darum, sich zu öffnen
Denn Fülle, Erfüllung und Wohlstand stehen schon vor der Haustür und sorgen für ein anderes Fundament. Und es ist so ein Gedeihen angezeigt. Hier geht es tatsächlich um die Energie des Geldes oder eben auch die Energie der Liebe. Einfach der Erfüllung auf allen Bereichen, ob das jetzt emotional oder finanziell ist, wo man tatsächlich sagt, okay, hier habe ich ein Fundament, mein Herz ist gestärkt, ich kann mich wieder ausweiten, ich gebe mich so einer genesenden Energie hin. Ich kann vielleicht auch wieder mehr auf mein Herz hören und dankbar sein für das, was ich besitze, um es zu vermehren. Hier darf man aber schon auch aktiv sein, ne? Das hat hier nichts damit zu tun, dass man wartet, bis sich Träume erfüllen, sondern dass man auch investiert in das, was einem wichtig ist. Also du machst auch einen guten Invest, wenn du sagst, ey, ich möchte mal mit dir sprechen, eine gute Freundin über das und das Thema, oder hast du irgendwas, was du besprechen möchtest? Also ein Investment von Zeit oder irgendetwas, was du besitzt, was du weitergeben kannst, was anderen gut tut. Und es geht darum, einfach großzügig zu sein, mit sich selbst, mit den anderen, mit den Gegebenheiten, die das Leben eben für uns hat. Und mit dem Hai ist es eben so, dass dir eine Prüfung auch bevorsteht. Und da kannst du richtig über dich hinauswachsen. Das hier ist eigentlich besonders schön, denn hier hast du Fülle und Stabilität und die Kraft, aus reinem Herzen zu handeln. Und mit dem Hai hast du eben dieses Ding, dass du dich irgendwie deinen Urängsten, die mit diesem Thema zu tun haben, ne? Ich habe Stabilität, ich lebe in der Fülle, mir mangelt es nicht. Da wird etwas gegenübergestellt, wo du über dich selbst hinaus wachsen kannst. Auch den Mut und die Stärke hast, diese Ängste zu überwinden, die ja auch oft auch aus der Kindheit kommen, dass man ja einfach sagt, ich habe mir hier was erarbeitet, die Angst dahinter könnte sein, man nimmt es mir wieder weg oder es bleibt nicht bei mir. Also diese Urängste, die man mit dem Thema hat, etwas zu verlieren, in der Fülle zu sein. Tatsächlich ist es so, dass du in dieser Legung eine ganz große Chance hast, so ein Thema zu überwinden, weil es keine Macht mehr auf dich hat. Du hast hier so einen besonderen Schutz und fällst nicht in dieses Thema zurück von ich gehe leer aus. Hm? Wir haben hier noch den Engel des Heiligen Geistes mit dabei. Da ist die Zahl 33 drauf. Ne? Schon mal das Go, das Göttliche. Da ist man sich dem Ganzen auch bewusst, dass man versorgt ist, dass man verbunden ist mit oben, mit der Wahrheit. Man spürt irgendwie, dass da eine Basis ist, auf der das Leben erblühen und gedeihen kann. Das passt hier sehr, sehr gut. Und dass diese Sorgen, die man ständig hat, dass man mit leeren Händen dasteht oder dass sich Beziehungen mit Mitmenschen nicht gut gestalten oder dass da die emotionale Fülle auch weggeht. Das wird hier nicht sein. Du hast hier dieses Gefühl, dass du verbunden bist und dass du auch dieses Gefühl halten kannst und dass du diesen Kontakt pflegst mit oben, mit dem Heiligen Geist, mit wem auch immer du dich von oben verbinden möchtest. Kannst du hier sehr gut diese Bindung auch aufrechterhalten und stabilisieren. Ne? Also das ist sowas, da liegt etwas in der Luft, wo man sich auf der Erde gehoben fühlt und auch von oben. Anders kann ich es nicht ausdrücken, das ist echt super. Okay, ihr Lieben, das war eure Botschaft. Schauen wir uns den an, der sich den Mund zuhält. Was habt ihr Schönes? Ihr habt die Befreiung, die Gottesanbeterin, die Brunnenkresse
und den Engel der Herzensbegegnungen. Unten im Deck haben wir den Turm. Ja, hier geht es darum, vielleicht eine Mauer zu sprengen. Wir haben hier das Thema Befreiung, irgendetwas nach außen zu transportieren, über die Grenze hinaus zu wachsen, ein gewisses Getrenntsein von bestimmten Themen zu überwinden auch. Vielleicht auch das Gefühl von, an mir klebt alles selbst oder ich muss alles alleine oder selbst tun. Ich komme nicht über meine Mauer drüber. Ich nehme mich zurück. Und hier mit der Befreiung kannst du einfach diese Mauern sprengen, die dich hier umgeben, deine Begrenzungen lösen. Da sind jetzt auch überholte Glaubensmuster drin, Umstände, die dir nicht mehr dienlich sind, Mitmenschen, die dich eigentlich mehr in den Turm treiben als raus. Alles einreißen, was bisher nicht von einem abgefallen ist, um den wahren Kern einer Sache wieder zu sehen. Sich nicht an das Alte klammern, weil das Neue es dann schwer hat, reinzukommen. Das passt mit dem Turm unheimlich gut. Auch hier geht es ein bisschen um Entrümpeln von deinem Zuhause, deinen Lebensumständen. Wie viele Dinge hat man, die man niemals benutzt, aber ständig aufhebt. Und es werden dann ganz, ganz viele irgendwann. Und mach hier Platz für Neues. Ne? Entsorge die Dinge, die du nicht brauchst. Man kann sich ja auch bei den Dingen bedanken, dass sie einem gedient haben, bevor man sie weggibt. Aber es ist wirklich so eine Situation, wo Detox auch stattfindet, ne? Wo man Altes weggibt und Neues ins Leben lässt, dass dann hier auch wieder die Gefühle, die Emotionen, die hier eingesperrt sind im Turm, frei fließen lässt. Man gibt sich dem Fluss des Lebens hin, statt hier in der starren Mauer zu hängen und sich begrenzt oder einsam zu fühlen. Auch das könnte hier sein. Dann habt ihr die Gottesanbeterin mit dabei, die für das Thema Intuition und Stille steht. Und die Gottesanbeterin, die gibt dir sehr viel Schutz mit, bringt dir aber auch die Aufgabe, für dich einzustehen, aufzustehen und sich anzuschließen an die Quelle an sich, in der Stille auch zu empfangen, die Wahrheit zu unterscheiden, Führung oder auch Fügungen anzunehmen, die im Leben dann kommen. Und es ist so eine innere Ausrichtung, wo man zwar fokussiert ist und auch wachsam, bewusst, auch in der Zwiesprache mit allem, aber auch nicht im Gefängnis sitzen, sondern befreit in Verbundenheit voranzugehen. Hier fehlt es irgendwie an einer gewissen Begegnung, die das Herz berührt, die vielleicht auch gesucht wird, ne, in der Stille. Der Turm ist einstens eine gute Möglichkeit, ne, für sich zu klären, aber wenn man nur zurückgezogen ist, kommt man auch nicht richtig ins Empfangen und ich glaube, darum geht es. Und der Engel der Herzensbegegnungen sagt hier, die Liebe, die du im Außen suchst, findest du in dir. Das ist so ein gewisses Pendant. Wenn man sich nur beschneidet oder zurückzieht und das Außen gar nicht mehr ranlässt, hat es vielleicht auch so ein Gleichgewicht gekriegt, das nicht mehr so ganz optimal ist. Und hier geht es jetzt darum, eine Balance zu finden. Möglicherweise braucht man hier auch etwas, was einem mehr Wertschätzung bringt. Es kann auch ein Thema sein, wo du dich selber nicht genug wertschätzt und dich deshalb einsam fühlst. Es heißt aber auch, wenn du mit dir im Reinen bist, ne, dann kannst du niemals einsam sein, weil dann kann das Außen dir so eine Art Bonbon mitbringen, aber du bist nicht davon abhängig, ne? Mach dich selber glücklich, sei glücklich mit dir selber. Stell dir das so vor, dass du eh schon alles hättest,
dann kann dich jemand nur noch bereichern, aber es nimmt dir nicht das Fundament und deine Gefühle können fließen. Hier kann sein, dass du hier sehr, sehr gut in Beziehung zu dir selber, mit dir selber wieder gehst und auf einem guten Platz bist, um nicht isoliert von dir und auch von anderen zu sein. Das ist eine wahnsinnig schöne Legung. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich drücke euch und bis bald.